Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller bzw. im schönsten Homeflight Sim Cockpit von ganz Osttirol. Heute gibt es eine kurze, spontane Sightseeing-Tour im Microsoft Flight Simulator. Eigentlich hatte ich geplant, vom LSZR, vom Flughafen St. Gallen-Alteri in der Schweiz, weiterzufliegen, weil da bin ich ja letzte Woche gelandet. Allerdings hat es heute hier bei uns ein dermaßen schönes Wetter hier in Osttirol, dass ich mir überlegt habe, heute starte ich einfach vom LOKL, vom Flugplatz in Nikolsdorf, überfliege das Osttirol, genauer genommen das Lienzner Talbecken und fliege ins Südtirol in Italien bis zum Flugfeld in Toblach zum LIVD. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was, in Toblach gibt es ein Flugfeld bzw. einen Flugplatz? Ja, es gibt einen kleinen militärischen Flugplatz, der aber auch für zivile Flugzeuge benutzt werden darf, und dort werden wir landen. Wir steigen auf 4500 Fuß und fliegen das Lienzner Talbecken entlang über Südtirol bzw. über die Grenze zwischen Südtirol und Osttirol und landen dann in Toblach. Und heute fliegen wir mit der Cessna 172S, also der Cessna 172 Skyhawk, und zwar mit deren Ausgabe mit dem Garmin G1000 drin, damit ich auch den Autopilot ein bisschen programmieren kann, weil den habe ich nur von der Diamond Aircraft ein bisschen im Griff. Und ich würde sagen, steigen wir einfach ein und hoffen, dass alles gut geht. Und dann heiße ich euch herzlich willkommen bei mir daheim auf dem Flugplatz LOKL, am Flugplatz Nikolsdorf im wunderschönen Osttirol. Und heute fliegen wir endlich mal wieder mit Live-Wetter, das heisst, da ist auch alles schön schneebedeckt, wie es sein sollte. Ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Ja, und da sind wir in der Cessna 172 Skyhawk. Und zwar die Edition mit dem Garmin G1000. Das kann ich ja schon ein bisschen aus der Diamond Aircraft DA62. Tipptopp. Schauen wir mal raus auf dem Flughafen, wie es da so Flugplatz, wie es da aussieht. Schön. Also heute haben wir wieder ein Wetter zum Träumen. Unglaublich. Hier der kleine und herzige Flugplatz Nikolsdorf. Hier der Blick Richtung Kärnten. Es windet ein bisschen, müssen wir aufpassen beim Start. Herrlich, sage ich da dazu nur. Und ich würde sagen, wir sitzen wieder ins Cockpit und starten den Flüger. Das geht ein bisschen anders als in der Diamond Aircraft, auch nicht wirklich viel anders. Als erstes schauen wir, ob die Treibstoffpumpen eingestellt sind. Das sind sie. Dann tun wir das Gemisch auf volle Kanne rein, der Rothebel hier. Und Throttle, also Propeller, den tun wir auf etwa 10% einstellen. So, und dann haben wir auch hier einmal die Masterbatterie. TOS System Test. Okay. Jetzt hat es mir hier den Hebel hier aktiviert, warum auch immer. Den tun wir wieder runter. Und irgendetwas leuchtet hier. Oil Pressure und Low Volts. Ist klar, weil wir nur auf der Batterie laufen. Und dann wir auch die Master Avionics aktivieren. Und dann können wir hier den MFD, den zweiten Monitor, auch einschalten. Hier das Warning Light hier, das tun wir einmal bestätigen, dann hört es auf mit dem Gepiepsen. Und dann stellen wir mal die Lichter ein. Einmal das Beacon Light, Navigation Light, Strobe Light. Tipptopp. Ja, und dann können wir eigentlich schon den Schlüssel drehen. Rechts,
Und los! Und wie man es hört, läuft der Kübel schon. Schauen wir mal raus. Schön. Dann tun wir noch die Landeklappe einsaben. Top. Das CDI tun wir auf GPS umstellen. Und dann schauen wir auch mal unseren Flugplan gerade an. Und wie man heute sieht, ist es ein relativ kurzer Flugplan. Und zwar fliegen wir vom LOKL, vom Flugplatz Nikolsdorf, zum LIVD, zum Flugplatz in Toblach. Wobei, Flugplatz ist ein bisschen übertrieben. Es ist im Grunde genommen nur eine Grasfläche. Wir fliegen heute nicht nach GPS, beziehungsweise nicht über die Navigation vom Autopiloten, sondern mit Heading-Funktion. Heading, das ist der blaue Zeiger da unten. Und den drüben wir jetzt einmal in die entsprechende Richtung vom GPS. So. Dann die Höhe stelle ich mal auf 3000 im Alternator. Das ist unsere spätere Zielhöhe dann. So, da liegt. Oh, der Funk. Den Funk stellen wir auch noch ein. Obwohl am Flugplatz Nikolsdorf wahrscheinlich nicht wirklich viel los sein wird im Funk. Ich weiß nicht einmal, ob die einen Tower haben. Also in Realität sicher nicht. Schauen wir mal. Aber es ist alles frei, es sind keine Flugzeuge sonst unterwegs. Das sieht alles gut aus. Und das heisst für uns schon, wir machen das Taxileiter an. Und begeben uns dann zur Startbahn. Lima Oscar Kilo Lima traffic MH8787 is taxiing to runway 12. Wie erwartet, keine Rückmeldung vom Tower. Bremse muss ich natürlich noch lösen. Und dann kann er kommen. Danke, das langt. Dann heisst Schub rein. Und los geht's. Ui. Die geht ja ab wie ein Zapfli. Ich bin mir immer noch gewöhnt von der DA62 und da muss ich so viel Schub geben, damit die losstartet. Und die Cessna 72, die haut sie mit einem Tempo ab. Du, hei. Warten wir noch mal. Wow, das ist ein schnelles Flugzeug am Flüger am Boden. Runway ist immer noch frei. Lima Oscar Kilo Lima traffic MH8787 is clear of the runway. So, wir haben keine Rückmeldung, das heisst Start nach eigenem Ermessen. Und los geht's! Wir werden ganz nach hinten wieder Landepiste oder wieder Startpiste fahren. Ui, ja, das ist ein bisschen ein anderes Fahren als mit der Diamond Aircraft DA72, mit der Cessna 172 da. Da geht alles ein bisschen schneller und direkter. So, und da gehen wir jetzt wie gesagt ganz hinten und von ganz hinten starten wir dann. Da ist auch schon Schluss. So, dann müssen wir umdrehen. Haben wir nicht so schön hingekriegt und wunderbar, da haben wir schon mal den ersten Blick Richtung Lienzner Talboden. Oh, also ich sag's euch, bei so einem Wetter starten, das macht schon Freude, nur wenn man so anschaut. Tipptopp. Okay. Das heißt, announce takeoff, depart straight out. Lima Oscar Kilo Lima traffic MH8787 taking off runway 30 right touch and go.
Wir brauchen kein Clearance, wir haben Clearance. Wir starten. Ab geht die wilde Fahrt. Oh, wie gesagt, also da braucht es ein bisschen mehr Pedalarbeit. Okay. Und mit dieser langen, wenn wir zwischen 85 und 70 Knoten haben, dann können wir schön abheben. Oh, aber der Flugplatz ist ein bisschen kurz, habe ich jetzt gerade gesehen. So. Aber wir sind in der Luft. Schön. Dann kann ich eigentlich schon mal die Aussenkamera wechseln und wir können den Flug geniessen.
Wir haben vor kurzem die Grenze überflogen. Das heisst, wir sind jetzt bereits in Südtirol. Und Toblach ist nicht weit und darum sitze ich jetzt wieder ins Cockpit rein. Und schalte auch den Autopilot jetzt aus und fliege wieder manuell. Da vorne ist Toblach. Und gerade vor Toblach hat es so eine grosse, grüne oder in dem Fall jetzt weiße Fläche. Und dort setzen wir das Flugzeug ab. So, da wären wir und ich glaube, der Flugplatz ist irgendwo da, jetzt gerade auf dieser Fläche da. Wartet, wir mal Schubgehörig rausnehmen. Landeklappe tun wir voll ausfahren. Und dann, ich würde sagen, wir landen einfach hier in dem Wald. Weil ich sehe hier gar nichts, außer die weiße Fläche. 500. Ja, 500 ist gut. Es kann auch sein, dass ich komplett falsch bin. Ich glaube, so falsch bin ich nicht. Oder ist es da vorne? Ah, ich glaube, das ist der Flughafen. Da! Da landen wir. Wow! Achtung! Ich glaube, das müsste er sein. Oder auch nicht, da kommen schon Häuser. Ja! Jetzt sind wir nochmal hoch! So, schub rein, komm! Wow! Wir leben noch, wir fliegen noch. So, das war nichts, meine Damen und Herren. Heitere Fahne. Okay, wir drehen nochmal um. Und versuchen das erneut nochmal. Also, ich steige nochmal ein bisschen. Puh, das war knapp, du leckst mir ein Schöpfchen. So, aber da die Landeklappe tun wir nochmal rein, dann kriegen wir auch jetzt mehr Speed. Ei. So, und dann drehen wir jetzt hier nochmal um. Und fliegen nochmal Richtung Grasfeld. Ui, was hat er? So, und jetzt? Da vorne irgendwo. Ich glaube, wir landen einfach auf dem Grasfeld hier hinten. Ja, das gefällt mir besser. Gut. Also, Landeklappe nochmal ausfahren. Ah, ich glaube, da sind wir jetzt auch richtig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall keine Häuser vor uns, falls wir nochmal abheben müssen. So. Wir sind am Boden. Sicher gelandet. Zwar eine holprige Landung. Und ich glaube, den Flughafen haben wir schon lange verpasst. Da drehen wir um. Schön. Wir sind zumindest in der Nähe, weil auf der Karte zeigt mir an, dass ich am Flugplatz bin. Darum sage ich herzlich willkommen im schönen Südtirol auf dem bombastischsten Flugplatz, den ich jemals gesehen habe. Aber da stellen wir jetzt auch einfach ab, weil es ist eine wunderschöne Aussicht, wie ich so feststelle. Ja, dann drehen wir den Schlüssel um. Das Gasgemisch raus. Dann müsst ihr absterben. Jawohl. Bremse an. Und alles ausschalten.
Ja, das wäre der relativ kurze und spontane Flug vom LOKL, vom Flugplatz in Nikolsdorf, zu der Grasfläche in Toblach gewesen. Wie gesagt, der Flug war sehr spontan und darum habe ich den Flughafen oder das Grasfeld in Toblach auch nicht gekannt. Dementsprechend hat die Landung dann auch ausgesehen. Ich hoffe, der Flug hat euch trotzdem gefallen und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.